Hallo zusammen. Bei Bitcoin sehen wir aktuell eine Struktur, nach der nichts mehr so sein könnte wie zuvor. Steht uns eine Trendwende bevor oder ist es nur eine Falle? Jedes Detail, das sich derzeit am Markt abspielt, könnte ein Vorbote einer größeren technischen Bewegung sein. Gehen wir ohne Umschweife direkt zu den Charts. Meine Elliott-Wellen-Analyse, die ich ihr am letzten Video vorgestellt habe, spielt sich genau hier ab. Wir hatten darüber gesprochen, dass dieser Rückgang eine Impulswelle darstellen könnte. Der Abschnitt hier könnte eine dritte kleinere Bewegung sein, während die Aufwärtsbewegung danach möglicherweise die vierte Welle bildet. An dieser Stelle könnten wir erneut einen Rückgang erleben, und zwar am Rahmen einer klassischen ABC-Struktur. Besonders wichtig ist dabei die Zone zwischen 107,6 und 108,7 Dollar. Das ist eine äußerst kritische Schwelle. Ich denke, Bitcoin kann durch die Illusion eines Aufwärtstrends kurzfristig eine Korrektur einleiten. Und erst danach könnten wir die wirklich starke Ausbruchsbewegung sehen. Diese Zone ist extrem bedeutend, auch aus Sicht der Price Action. Wie man sieht, ist der Orderblock hier klar erkennbar. Die Rückbewegung muss die Box nicht exakt treffen. Auch mit einer unvollständigen C-Struktur könnte die fünfte Welle enden und von dort aus eine neue Aufwärtsbewegung starten. Es ist sinnvoll, diese Strukturpieren am Kontext des Trends zu beobachten. Ich möchte euch jetzt genau diesen Trend zeigen. Der Kurs bewegt sich derzeit in einem leichten Aufwärtstrend, was grundsätzlich positiv ist. Aber solange dieser Bereich nicht überwunden wird, besteht weiterhin die Möglichkeit eines Rückgangs. Der entscheidende Punkt ist genau hier. Wir müssen genau beobachten, wie Bitcoin auf diese Struktur reagiert. Sollte der Kurs über diese Zone steigen und den mittleren Trendbereich als Unterstützung bestätigen, wäre ein Anstieg bis 114 Dollar absolut realistisch. Wenn jedoch dieser Bereich das negative Szenario auslöst und wir hier eine gewisse Stabilität sehen, könnte erneut eine Abwärtsbewegung einsetzen. Wir befinden uns in einer entscheidenden Phase, genau an dem Punkt, an dem Bitcoin eine klare Richtung festlegen wird. Aus meiner Sicht ist die Korrektur noch nicht vollständig abgeschlossen. Ein kleiner Rücksetzer von hier aus wäre völlig normal. In kommenden Videos werden wir diese Entwicklungen gemeinsam weiter analysieren. Ich habe euch gerade den Aufwärtstrend gezeigt. Nun möchte ich den Abwärtstrend in den Fokus rücken, denn auch dort gibt es eine kritische Schwelle. Werfen wir einen genaueren Blick darauf. Nach dem vorherigen Rückgang hat sich eine deutliche Aufwärtsbewegung gebildet. Und wie man sieht, bleibt der Kurs momentan hartnäckig über der mittleren Zone. Um diese Region nachhaltig zu durchbrechen, muss das Preisniveau von 109,975 Dollar überwunden werden. Sollte es zu einem Anstieg bis in diesen Bereich kommen, könnte ein darauffolgender Rücksetzer einen deutlich stärkeren Aufwärtsschub einleiten. Derzeit befinden wir uns weiterhin in einer positiven Phase, denn die Mittellinie des Trends wurde bislang nicht unterschritten. Das ist ein klares positives Signal. Kurzfristig sehen wir einen Widerstand am Bereich zwischen 107 und 108 Dollar. Sollte sich die Bewegung, die hier entstehen könnte, wie erwartet entwickeln, dann könnte unsere bullische Struktur genau in dieser Zone ihren Ursprung finden. Ich bin weiterhin optimistisch, was Bitcoin betrifft. Ich sehe den Markt nicht negativ. Natürlich gibt es derzeit Kriegsnachrichten und die allgemeine Risikowahrnehmung ist hoch. Aber gerade in solchen Momenten, in denen die Angst groß ist, entstehen oft die besten Chancen. Ist also nur Bitcoin auf einem so kritischen Niveau? Nein, auch bei Ethereum hat sich eine sehr ähnliche Struktur entwickelt. Einige Signale deuten sogar darauf hin, dass Ethereum I am Vergleich zu Bitcoin deutlich schneller und aggressiver reagieren könnte. Schauen wir uns Ethereum nun genauer an. Dieser markierte Bereich hier ist für uns von großer Bedeutung, eine Zone, in der sich Ethereum bereits längere Zeit aufgehalten hat. Der obere Bereich könnte sich als Widerstand etablieren, während der Kurs mehrfach Unterstützung vom mittleren Band erhalten hat, ohne jedoch über das obere Band hinausschließen zu können. Derzeit befindet sich der Kurs I am mittleren Kanalbereich. Von hier aus könnte eine neue Abwärtsbewegung starten. Das würde innerhalb der größeren Struktur einer vierten Welle entsprechen. Danach ist ein starker Anstieg durchaus möglich. Genau wie in diesem Abschnitt könnte es zunächst zu einem Aufwärtsschub kommen, gefolgt von einer klassischen Korrekturbewegung, bevor der nächste starke Impuls einsetzt.
Das Volumen I am Ausbruchsbereich sowie die aktuellen Widerstandszonen sind dabei entscheidend und sie sind klar erkennbar. Ein besonders wichtiges Preisniveau bei Ethereum liegt rund um die Marke von 1,926 Dollar. Sollte der Kurs nach der Korrektur erneut anziehen, wären Anstiege bis in den Bereich von 3,1 bis 3,2 Dollar durchaus denkbar. Das Szenario, das ich aktuell favorisiere, geht jedoch davon aus, dass wir uns derzeit noch in der B-Welle der Korrektur befinden. Nach einer kurzen Seitwärtsphase rechne ich mit einem Rückgang in die C-Zone. Für mich stellt dieser Bereich ein attraktives Kaufniveau dar. Ja, es gibt derzeit eine positive Marktstimmung, aber kurzfristig sehe ich die Wahrscheinlichkeit einer Korrekturstruktur. Ich vergleiche diese Situation stark mit einer früheren Bewegung in diesem Bereich. Lass uns das einmal auf dem Chart durchspielen. Wie man sieht, ergibt sich in genau diesen Regionen ein Szenario, das gut zur beschriebenen ABC-Struktur passt. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Ethereum nicht nachhaltig über die 2,7 Dollar Marke hinausgeht. Solange Ethereum keinen stabilen Ausbruch über 2,7 Dollar schafft, halte ich eine Korrektur auf zunächst 2,4 und dann 2,2 Dollar für vollkommen normal. Sollte daraufhin eine starke Gegenbewegung folgen, könnten wir Ethereum erneut in der Zone zwischen 2,9 und 3 Dollar sehen. Der Kryptomarkt steht derzeit an einem Wendepunkt. Preiszonen, die auf den ersten Blick unbedeutend wirken, können in Wahrheit der Anfang großer Entscheidungen sein. Ich beobachte diese Strukturen täglich und werde sie auch weiterhin genau verfolgen und mit euch anhand von Charts analysieren. Wenn du solche Inhalte nicht verpassen willst, abonniere gern den Kanal und gib dem Video ein Like. Und was denkst du über die aktuelle Lage, vor allem bei Ethereum? Schreib's gern in die Kommentare. Bis bald!